Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ja, heute wollen wir uns mal über die sogenannte Territorialbesteuerung unterhalten. Also was damit gemeint sein soll, beschreibt ja eine bekannte deutschsprachige Webseite wie folgt, und ich zitiere jetzt mal direkt. Territorialbesteuerung bedeutet, dass Auslandseinkommen in diesen Ländern nicht besteuert wird. Lebst du also in einem dieser Länder und hast dein Unternehmen im Ausland angemeldet und arbeitest auch nicht im Inland, ist dieses Einkommen steuerfrei. Darüber wollen wir gleich noch ins Detail gehen. Und jetzt heißt es weiter auf der Webseite, in 40 Staaten herrscht Steuerfreiheit auf Auslandseinkommen. Costa Rica, Georgien, Gibraltar, Panama, Paraguay, Nicaragua, Namibia, Taiwan, Philippinen, Belize, Kuba, Hongkong, Macau, Malaysia, Dominikanische Republik, Angola, Bhutan, Botswana, Kongo, Djibouti, Libanon, die Marshallinseln, Sambia, Jordanien, Mikronesien, Palau, Palästina, St. Helena, Syrien, Tuvalu, Tokelau, Guatemala. In Uruguay und Moldawien herrscht auch Steuerfreiheit. Steuerfreiheit auf Auslandseinkommen, heißt es hier weiter. Allerdings müssen Zinserträge und Dividenden aus dem Ausland versteuert werden. Also Sebastian, wenn ich richtig gesehen habe, du schüttelst mit dem Kopf. Ist die Definition nicht korrekt? Naja, also zunächst mal rate ich jedem, der über die sogenannte Territorialbesteuerung nachdenkt, mal den Duden nachzuschlagen. Da würden wir nämlich schnell feststellen, dass es dieses Wort in der deutschen Sprache gar nicht gibt. Ja, also tatsächlich ist der Begriff Territorialbesteuerung von gewieften Neppern, Schleppern und Bauernfängern erfunden worden, die Leichtgläubige verlocken wollen, Beratungspakete, Kurse, Bücher und so weiter, teure Firmenstrukturen und so weiter zu kaufen. Das ist interessant. Ich kann es kaum glauben, weil ich habe gerade mal nachgegoogelt, also auch auf Seiten wie IHK und Bundesfinanzministerium, da hat es dieses nicht in der deutschen Sprache existierende Wort mittlerweile auch geschafft, auf diese Webseiten zu kommen. Ja, wobei die sprechen ja eigentlich vom Territorialprinzip und das gibt's natürlich. Okay, also dann lese ich jetzt mal hier aus dem Jura-Forum, du hast also recht, ist also auch von dem Territorialitätsprinzip die Rede. Und es heißt hier, das Territorialprinzip, auch als Territorialitätsprinzip bekannt, ist ein Grundsatz im internationalen Recht. Es wird immer dann herangezogen, wenn konkurrierendes Recht verschiedener Staaten Anwendung findet, um zu ermitteln, welches Recht letztlich tatsächlich heranzuziehen ist. Im Allgemeinen besagt dieses Prinzip, dass alle Personen der Oberhoheit und den Gesetzen des Staates unterworfen sind, auf dessen Territorium sie sich jeweils befinden. Im Steuerrecht regelt das Territorialprinzip, in welchem Staat ein Einkommen, ein Vermögenswert oder eine Erbschaft versteuert werden, abhängig vom Erwerbsort und dem Hauptwohnsitz des Steuerzahlers. Eine besonders strikte Anwendung erfährt das Territorialprinzip dabei bei der Versteuerung von Immobilien, die stets dort zu versteuern sind, wo sie liegen. Ja, soweit mal zitiert. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Genau so ist es auch korrekt, ja. Also mit der sogenannten Territorialbesteuerung ist im Grunde ein Steuersystem gemeint, bei dem nur die innerhalb der Landesgrenzen erzielten Einkünfte der Besteuerung unterworfen werden. Auslandseinkünfte aber im Wohnsitzstaat nicht versteuert werden. Also mal angenommen, wir ziehen nach Paraguay um und nehmen dort einen Job als Automechaniker an, dann ist nur dieser Verdienst, den Sie dort als Automechaniker verdienen, ja, in Paraguay steuerpflichtig. Bekommst du jetzt aber auch noch Provisionen, zum Beispiel von einem deutschen Geschäftspartner, so sind diese in Paraguay steuerfrei. Das ist im Grunde das, was die sogenannte Territorialbesteuerung aussagen will. Also das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, auch für unsere Zuschauer und Zuhörer, dass wir das jetzt mal richtig also auch trennen. Wie du vor uns gesagt hast, das Territorialprinzip ist also ein Fakt, den gibt es in der Steuerrechtsprechung oder generell in der Gesetzgebung. Aber den Begriff Territorialbesteuerung, den müssen wir eher als Kunstwort einordnen. Trotzdem muss ich jetzt nochmal nachfragen, stimmt denn
die Aussage, dass in Ländern mit Territorialprinzip, dass da die Auslandseinkünfte steuerfrei sind? Ich komme gleich nochmal im Detail darauf zu sprechen. Ja. Zunächst sollte man vielleicht nochmal der am Anfang präsentierten Länderliste noch ein paar Länder hinzufügen, denn die waren nämlich keinesfalls komplett, da sind ja hauptsächlich nur irgendwelche exotischen Länder drauf. Ja. Also es fehlen zum Beispiel ja Länder wie Irland, England, Malta, Zypern, Spanien, Portugal, Thailand, Malaysia, Tschechien und Südafrika. In all diesen Ländern, ja, können ausländische Einkünfte unter Umständen, wohlgemerkt, steuerfrei sein. Verstehe. Unter Umständen, hast du gerade gesagt. So steht das ja leider nicht auf den Webseiten dieser sogenannten Berater, die da über diese sogenannte Territorialbesteuerung sprechen. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen? Was heißt unter Umständen? Ja, also das kann auch wirklich kompliziert sein. Ja. Also in all diesen Ländern ist es garantiert nicht so, dass dort im Steuergesetz steht, alle Auslandseinkünfte sind per se und garantiert steuerfrei. Wenn überhaupt, ist es an bestimmte Bedingungen geknüpft und da sind bestimmte Einkünfte mit eingeschlossen. Ja, aber garantiert nicht alle Einkünfte, die aus dem Ausland kommen. Also lebe ich zum Beispiel in einem Land und arbeite dort als Softwareentwickler für einen ausländischen Kunden. Dann sind die Einkünfte trotzdem gegebenenfalls lokal steuerpflichtig, weil ja die Wertschöpfung in dem Land stattfindet, auf dessen Territorium ich mich befinde. Ist ja egal, von wo aus die Rechnung bezahlt wird. Der Auftrag wird lokal bearbeitet, die Wertschöpfung findet dort statt. Es macht keinen Unterschied jetzt, ob ich als Softwareentwickler in Paraguay arbeite für ein Unternehmen in Paraguay oder außerhalb von Paraguay. Ja, die Wertschöpfung findet dort statt. Im besten Fall ist das Ganze momentan eine Grauzone, die nicht kontrolliert wird. Und das muss natürlich zu vielen diesen Ländern sagen. Es ist eine Grauzone. Ja, aber es ist natürlich garantiert kein steuerlicher Freibrief. Das sagt man mit absoluter Sicherheit nicht zu verstehen. Das ist auch wichtig. Ja, da kann ja jeder für sich irgendwie eine Risikoeinschätzung machen und sagen, okay, eine Grauzone, whatever, ich mach's jetzt mal. Ja. Aber auf keinen Fall sollte man irgendwie hier rumposaunen, das wäre legal und man würde sich ja im Einklang mit den Steuergesetzen befinden. Ja? Also bei passiven Einnahmen, wie gesagt, also irgendwelche Kapitalträger aus dem Ausland, da ist es jetzt noch eher der Fall, auch tatsächlich in vielen Ländern so ganz generell auch so geregelt und relativ unkompliziert. Ja? Aber eben bei allem anderen, was jetzt nicht passiv ist und was irgendwie involviert ist, dass ich dort arbeite, dass ich dort ein Unternehmen führe, dass ich hier irgendwie vor Ort mache und tue, ja, jeden Tag 8 Stunden am Tag, ja, egal für wen und egal von wo es bezahlt wird, ist in der Regel nicht steuerfrei. Also wahrscheinlich bekommen wir jetzt an dieser Stelle jede Menge Kommentare von Zuschauern und Zuhörern, die da reinschreiben, das habe ich auf der einen oder anderen Webseite ganz anders gelesen und in diesem Forum und auf diesen Beraterseiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es selbst so. Also ich habe auf unzähligen Webseiten, wo Länder vorgestellt werden, die eben dieses Territorialprinzip haben, völlig andere Aussagen gelesen. Klassisches Beispiel ist auch Türkei, ne, zum Beispiel. Ich kenne selber einige, die in der Türkei wohnen und arbeiten und eben auch der Meinung sind, die offizielle Position wäre, sie müssten, wenn sie dort arbeiten und tätig sind, für eine Firma im Ausland eben keine Steuern bezahlen. Und wie du selber gesagt hast, ist eben noch eine Grauzone. Ne? Aber rein formal juristisch müssten sie theoretisch Steuern bezahlen. Und es kann wahrscheinlich sich auch von heute auf morgen ändern, so eine Situation. Ne? Also wo bisher niemand danach gekräht hat, nach einer Steuererklärung, das kann halt morgen ganz anders sein. Ne? Aber diese Berater jetzt, die das auf ihre Webseite schreiben, diese Site-Betreiber, was kannst du darüber sagen? Warum machen die das? Also wieso geben die solche Auskünfte raus an ihre Mandanten? Man muss ja jetzt sagen, dass die meisten dieser Webseiten von irgendwelchen halbseitigen Figuren sind und sowas. Ja, das sind jetzt nicht irgendwelche namhaften Kanzleien oder Regierungsorganisationen oder sonst was. Ich meine, wir haben hier auch bei unserem Podcast doch viele namhafte Gäste, internationale Steuerexperten, internationale Anwälte. Und wenn man mit denen spricht, dann können die das relativ schnell aufklären. Ja, aber also diese ganzen Webseiten, die es halt da gibt, ja, und die da von der Territorialbesteuerung sprechen und eben kolportiert, dass Auslandseinkünfte per se steuerfrei sind, die wollen halt in der Regel irgendwie hier den schnellen Euro machen. Ja, die verweisen halt an irgendeinen Berater, dort kriegen sie Provision oder sind selbst Berater
und verkaufen dann irgendwelche Pakete an irgendwelche ahnungslosen Kunden. Also in der Regel ist es einfach eine Masche, um Geld zu verdienen. Und wie gesagt, es ist ja tatsächlich so, in vielen diesen Ländern ist ja auch die Steuerverwaltung ineffizient und hat vielleicht gar nicht die Mittel oder das Interesse, sich darum zu kümmern. Und dann wird halt irgendwie schnell was so hingestellt, ja, was als Fakt, was aber gar kein Fakt ist, ja. Und ich möchte da aber auch nochmal betonen, das kann sehr schnell nach hinten rausgehen, gerade für jetzt Interessenten, Zuhörer und Zuschauer, die jetzt hier aus Deutschland sind. Denn wer ja aus Deutschland in ein Niedrigsteuerland umzieht und dann noch jetzt bestimmtes Vermögen in Deutschland hat, ich sag mal zum Beispiel eine GmbH und ein Haus oder sowas, der fällt ja unter die sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht. Ja, das heißt, der muss noch für 5 Jahre lang melden, was er im Ausland genau verdient. Natürlich, das wird er jetzt nicht per se in Deutschland versteuern müssen, ja, weil wie gesagt, er ist ja dann nur noch für deutsches Einkommen in Deutschland steuerpflichtig. Aber er ist dennoch verpflichtet, sein gesamtes Welteinkommen weiter in den deutschen Staat zu melden. So, und wenn ich jetzt irgendwelche Einkünfte angebe, ja, die ich jetzt mir mit irgendeiner LLC gemacht habe oder irgendwo gemacht habe und die dann nicht steuerlich erklärt habe, völlig jetzt ohne rechtliche Grundlage. Ja, wenn ich es nicht erklären muss, ist es was anderes. Ja, aber es ist ja so nicht. Ja. Also, wie gesagt, in den meisten Ländern ist es eine Grauzone, aber definitiv nicht schwarz auf weiß. Ja. Wenn ich dann eben hier dem deutschen Staat gegenüber melde, ich habe hier aus der LLC irgendwie 100.000 verdient, ja, und dann kann ich den deutschen Staat nicht davon überzeugen, dass ich das irgendwo deklariert habe, steuerlich, in irgendeiner Steuererklärung angegeben habe. Dann sagt der deutsche Staat ganz schnell, okay, gut, dann betrachten wir diese Einkünfte als deutsche Einkünfte. Und du darfst jetzt in Deutschland 45% Steuern drauf bezahlen. Also diese ungeklärten Grauzonen und so weiter, ja, die können unter Umständen sehr schnell nach hinten losgehen. Autsch, das kann dann dem einen oder anderen schnell wehtun, ne? So wie du das gerade geschildert hast. Aber wahrscheinlich gilt dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und deswegen kann ich wieder nur sagen, gut, dass wir darüber gesprochen haben. In diesem Sinne danken wir wieder mal, Sebastian, dir für dieses lehrreiche, aber auch ernüchternde Gespräch. Ja, das hat mich gefreut.